Das ist der ultimative Anfängerguide, wenn du vorhast, mit Calisthenics loszulegen. Welche Hilfsmittel sind am Anfang extrem gut? Als erstes macht es Sinn, dass du dir kleine Parallettes holst. Ja, damit kannst du alle Basisübungen machen. Du hast eine kleine Range of Motion noch dadurch und du kannst das Ganze ganz easy überall hin mitnehmen. Die Kosten halten sich auch im Rahmen. Als zweites brauchst du unbedingt Resistant Bands, ja, in verschiedenen Stärken. Ein starkes Resistant Band, vielleicht ein mittleres und ein schwaches. Die solltest du auf jeden Fall haben. Widerstandsbänder ermöglichen es dir einmal, dass du schon in schwierigere Skills reinkommst als Anfänger und vor allen Dingen auch Basisübungen, die du vielleicht noch nicht schaffst. Nehmen wir beispielsweise einen Klimmzug oder einen Dip. Ja, da ermöglichen sie dir einfach Unterstützung, dass du das Ganze schaffst, Kraft aufbauen kannst und merkst, hey, nach ein paar Wochen kann ich das Resistant Band, also das Widerstandsband, vielleicht eine Stufe schwächer wählen. Du steigerst damit auch deine Mobilität und kannst das Ganze in dein Aufwärmprogramm mit einbauen. Als drittes, sehr wichtig, hol dir Chalk, weil du wirst am Anfang noch nicht die Griffkraft haben wie jemand, der das schon länger macht. Und wenn du versuchst, dich an der Stange zu halten, kommst du schneller ins Schwitzen, rutschst ab. Chalk sorgt dafür, dass du dich an der Stange besser halten kannst und nicht wegrutschst. So, als nächstes zeige ich dir die Übungen, mit denen du starten musst, in irgendeiner Weise. Aber damit startest du. Die erste Übung ist der Klimmzug oder Pull-Up. Natürlich wirst du jetzt gerade ganz am Anfang kein Pull-Up hinbekommen. Das erwartet auch niemand. Aber jetzt sind wir wieder beim Thema Widerstandsbänder. Nimm dir das stärkste Widerstandsband, was du hast. Ja? Geh mit den Füßen da rein, tu dir Chalk auf die Hände, halt dich an der Stange fest. Ja? Versuch erstmal zu halten und dann arbeite dich langsam hoch. Ja? Versuch deinen ersten Pull-Up so hinzubekommen. Wenn es mit einem Band nicht klappt, dann nimmst du halt noch ein zweites, sonst nimmst du halt noch ein drittes. Aber schau, dass du möglichst am Anfang schon mit dem Klimmzug anfängst. Natürlich in deiner Progression, mit deiner Unterstützung. Wenn du die Stange jetzt mit den Händen andersrum umgreifst und dich dann hochziehst, dann nennt sich das Chin-Up. Und damit trainierst du vor allen Dingen auch effektiv deinen Bizeps. Somit haben wir jetzt schon zwei richtig gute Übungen für dich, mit denen du starten kannst. Als nächste Fundamentübung kommt der klassische Liegestütz. Mach das Ganze aber wirklich an Parallettes. Das hat eben den Vorteil, dass du deine Handgelenke schonst und dass du noch ein bisschen tiefer kommst. Vor allen Dingen auch später. Wenn du noch gar keinen Liegestütz kannst, fang erstmal auf den Knien an. Ja, sei dir nicht zu schade dazu. Mach das einfach mal 2, 3, 4 Wochen und spätestens dann solltest du deinen ersten richtigen Liegestütz hinbekommen. Aber mach's am besten von Anfang an mit Parallettes. Die nächste Übung für dein Calisthenics-Fundament ist der Dip. Und den machst du vielleicht am Anfang nicht direkt an Dip-Barren, sondern auch hier kannst du die kleinen Parallettes nutzen. Leg die einfach auf eine Erhöhung, auf den Stuhl oder auf den Couchtisch, was auch immer du findest, und mach dann die Dips. Wenn du da Schwierigkeiten hast, das Ganze noch nicht schaffst, kannst du auch die Füße ein bisschen näher zu dir ranziehen. Diese Übung ist extrem geil für die Brust und auch für deinen Trizeps. Jetzt wollen wir auch noch was für den Bauch haben. Hier kannst du am besten Knee Raises machen, das heißt wieder an die Stange, Knie hoch, wieder runter, Knie hoch, kurz halten. Oder du machst halt klassisch am Boden Sit-Ups oder den Plank. Auch die Beine möchtest du trainieren. Am Anfang reicht es, wenn du mit deinem eigenen Körpergewicht arbeitest, Squats machst oder Lunges. Später lohnt sich da definitiv auch der Kauf einer Gewichtsweste. Durch das zusätzliche Gewicht kannst du einfach nochmal mehr Reize schaffen und machst die Übungen deutlich intensiver. Gilt natürlich für alle anderen Übungen auch. Wichtig für dein Fundament ist, starte von Anfang an mit dem Handstand. Ja, du musst das Ganze nicht im Freien machen, üb das vorsichtig mit einem Partner oder eben an der Wand. Auch wenn du hier Probleme hast, findest du auf unserem Kanal zig Tutorials, wo wir dir den Handstand Step by Step erklären. Diese Übungen solltest du von Anfang an machen. Das bildet das Fundament. Es gibt noch 1000, gefühlt 100.000 andere Übungen, die du machen kannst. Aber diese sind für dich gerade am Anfang super effektiv und alles andere ergibt sich dann später daraus. Ja? Aus dem Pull-Up wird ein Muscle-Up, aus dem Handstand wird ein Handstand-Push-Up. So, ich habe dir zum Schluss jetzt noch meinen Trainingsplan versprochen. Den blende ich dir hier einmal ein. Wie du siehst, ist es gar nicht so kompliziert, wie man meint. Für mich habe ich entschieden, ich brauche keinen Trainingsplan, wo ich 5000 Übungen drinstehen habe, 1000 Wiederholungen und was weiß ich. Für mich ist es einfach nur wichtig, ich weiß, hey, montags, da mache ich Ausdauertraining. Dienstags, da kümmere ich mich um meinen Oberkörper. Mittwochs kümmere ich mich um die Beine. Ja?
Dann habe ich noch Tage, an denen trainiere ich vor allen Dingen Skills, heißt Planche, Front Lever, Back Lever, Handstand und so weiter. Ja? Dann haben wir natürlich noch den Samstag, wo wir hier die Videos produzieren. Auch das gehört in meinen persönlichen Trainingsplan. Aber genau so kannst du deinen Trainingsplan auch als Anfänger aufbauen, dass du einfach sagst, hey, ich kümmere mich am Anfang viel um diese Klimmzuggeschichte, dann habe ich einen Tag, da kümmere ich mich sehr viel um die Dips und die Liegestütze und so weiter und so fort. Es muss nicht immer brutal kompliziert sein. Manchmal ist weniger einfach mehr und du musst auch nicht jedem Fitnessguru vertrauen, sondern hör auf dich selbst, schau, dass du in deinem Tempo vorankommst und setz dich vor allen Dingen nicht unter Druck, weil das führt einfach dazu, dass du schnell aufgibst. Auch hierzu haben wir tatsächlich ein Video, warum die Leute schnell aufgeben am Anfang. Wenn du das interessant findest, klick einfach rein, abonniere den Kanal und ich hoffe, ich konnte dir helfen und ich hoffe, wir sehen uns in 1, 2 Jahren auf der ersten Competition zusammen und trainieren, ja, gemeinsam. Ich freue mich.